Jetzt kommt der Nadelregen wieder runter und meldet sich, weil unter den Bedingungen des Klimawandels ein so großer Stress ausgeübt wird, treten Bäume in den Vordergrund. Wir gucken mehr hin. Also Beugen über Massenvermehrung, das ist leider eine schlechte Nachricht, enden da, wo der Wald zu Ende ist. Und insofern gehen wir davon aus, dass also in den Fichtenwäldern sich das fortsetzen wird. Man sieht zum Beispiel in Deutschland, wo es seit Anfang der 80er Jahre einen Temperaturanstieg von bereits 1,5 Grad gegeben hat, dass sich die Klimasensitivität des Baumwachstums auch ändert und dass die Bäume viel trockensensitiver werden. Waldbrände haben eigentlich seit den 70er Jahren bis Anfang der 90er Jahre in Deutschland abgenommen. Aber in den letzten 3 Jahren sehen wir doch wieder große Waldbrände in Deutschland. Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dann könnten die pessimistischen Klimaszenarien bewahrheitet werden. Und das hätte natürlich große Folgen für den Wald. Dem Wald geht es schlecht. Diesen Satz habe ich in den letzten Jahren immer häufiger gehört oder gelesen. Trockenheit, Waldbrände und der Borkenkäfer. Der Klimawandel hat dem Wald sichtlich zugesetzt. Das kann man übrigens auch hier in der Sächsischen Schweiz gut sehen, wo es letztes Jahr einen verheerenden Waldbrand gegeben hat. In dieser guten Frage soll es um die Zukunft des Waldes gehen. Wir wollen über Waldbrandprävention reden und uns anschauen, wie künstliche Intelligenz gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer eingesetzt werden könnte. Wie wichtig der Wald für uns Menschen ist, zeigt sich nicht nur darin, dass er der Holzproduktion dient und uns mit Sauerstoff versorgt, er ist auch Erholungs- und Sehnsuchtsort. Ich selbst bin zum Beispiel super gerne am Wochenende in der Sächsischen Schweiz wandern und freue mich umso mehr, dass ich heute auch mal während der Arbeitszeit im Wald unterwegs sein darf. Hier im Teufelsgrund bei Wehlen treffe ich jetzt gleich die Literaturwissenschaftlerin Solveig Nitzke. Sie forscht zum Verhältnis von Mensch, Natur, Wald und Bäumen. Du bist ja Literaturwissenschaftlerin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich in deiner Forschung so viel mit Bäumen beschäftigst? Ja, das kommt einerseits daher, dass ich mich schon lange für Ökologien interessiere, also die Beziehungen, die Menschen und nichtmenschliche andere im weitesten Sinne miteinander führen. Und da habe ich mich mit Wäldern beschäftigt. Und was dann passiert ist, ist, dass eine Freundin von mir, eigentlich aus Spaß, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Anlass war, oh, jetzt kommt der Nadelregen wieder runter und meldet sich. Die Freundin jedenfalls hat vorgeschlagen, einen Workshop über Bäume zu machen, weil unter den Bedingungen des Klimawandels ein so großer Stress ausgeübt wird, treten Bäume in den Vordergrund. Wir gucken mehr hin und das zeigt sich unter anderem darin, dass es wahnsinnig viele Texte, Filme, Dokumentationen, Sach- und fiktionale Texte gibt. Und diese Überschneidungen haben mich immer schon interessiert. Und was dabei eben auch passiert, ist, dass nicht nur man hinguckt, weil mit dem Baum etwas ist, mit einem Einzelnen, oder weil man vielleicht sogar Sorge um den ganzen Wald und dessen Fortbestehen hat, sondern weil Bäume auch immer mehr dazu neigen, zu Figuren in Texten zu werden. Also welche, die nicht nur auf uns niederregnen und Bescheid sagen, dass etwas mit ihnen ist, sondern die auch anfangen, sich zu bewegen, zu sprechen und im Zweifelsfall sogar zu Rächern zu werden. Wenn man jetzt so in die Literatur schaut, kann man dann sagen, ja, der Wald ist tatsächlich irgendwie Sehnsuchtsort, auch immer schon gewesen? Immer schon gewesen? Nicht. Also, dass der Wald ein Sehnsuchtsort ist, ist ein Phänomen, was lustigerweise auch mit diesem Wald hier in der Sächsischen Schweiz viel zu tun hat. Denn das ist eine romantische Vorstellung. Und im Wald kann man immer schon Grenzen überschreiten. Und dieses Grenzenüberschreiten kommt in der Romantik zusammen mit einer beginnenden Sorge darum, dass der Wald nicht mehr Natur ist. Und zu der Zeit gingen dann Maler wie Caspar David Friedrich, berühmterweise hier in der Gegend, Dichterinnen und Dichter zu den Bäumen in den Wald und haben eben sowohl zu Bäumen als Einzelwesen als auch zum Wald als eben nicht Ökosystem, sondern als Lebensgemeinschaft Beziehungen aufgebaut, die durch das Schreiben überhaupt erst passieren. Und das macht den Wald zum Sehnsuchtsort. Wie zeigt sich denn das Mensch-Baum-Verhältnis in der Literatur? Das kommt auf die Art des Verhältnisses an. Also ganz konkret findet man das zum Beispiel bei Ovid, wenn sich Daphne in der berühmten Geschichte auf der Flucht vor Apoll in einen Baum verwandelt. Dann haben wir ein Verhältnis, das ja schon kaum noch Verhältnis zu nennen ist, weil die Kontinuität so groß wird, dass sie sich verwurzelt und ihre Körperteile sich in Baumteile verwandeln. Das ist total spannend, weil es jetzt auch immer mehr Bücher gibt, die als Sachbücher laufen, wo Menschen sich wünschen, Bäume zu werden. Sumana Reuss, Wie ich ein Baum wurde zum Beispiel, sind sowas. Und diese Art von auch sich zu wünschen, zu einem Baum eine Beziehung zu haben, das nimmt immer mehr zu.
Es gibt aber auch eine Menge Verhältnisse, die wie menschliche Beziehungen auch funktionieren, wo Bäume zum Beispiel eine bestimmte biografische Position einnehmen. Die meisten Menschen haben zum Beispiel so einen Kindheitsbaum, einen Baum, an dem sie sich erinnern, ob der jetzt im eigenen Garten stand oder in der Straße, in der man aufgewachsen ist. Und es gibt zwei große Tendenzen, würde ich sagen. Die eine ist, dass der Baum so eine Art ausgelagertes, stilles Gedächtnis der Menschen ist. Also wenn man sich Bäume als Archiv anguckt, wenn man sich mit Bäumen sein eigenes Leben erzählt. Und es gibt eben, das nenne ich unheimliche Bewegung, Beziehungen, wo die Bäume dann plötzlich anfangen einzugreifen in die Handlung. Ja? Wo sie anfangen, sich zu bewegen in Horrorgeschichten zum Beispiel und anfangen zu laufen oder wirklich zu sprechen. Kann Literatur über Wälder auch dafür sorgen, dass wir ein größeres Verständnis über Nachhaltigkeit und Klimawandel bekommen? Also es wird sicherlich nicht den einen Roman geben, das eine Gedicht und die eine Geschichte, die endlich alle an Bord holt. Aber was passieren kann, ist, dass gerade sozusagen in der Menge der Bücher, die gerade erscheinen, Aufmerksamkeit geschaffen wird. Mir begegnet das häufig und das ist eines der schönsten Ergebnisse meiner Arbeit überhaupt, dass Leute sagen, sie gucken mehr hin und sehen jetzt überall Bäume. Die waren ja vorher auch da. Aber dieses Hinschauen, das ist was, und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und ja, man merkt, dass ich hoffe das schon auch, natürlich, dass sich da ein Bewusstsein ändert und vor allem eben aber auch hinsichtlich der Möglichkeit, dass man selber was machen muss. Also nicht, dass es reicht, wenn man das liest und wenn man ganz viele Baumnamen kann, sondern dass man ja, selber Teil davon ist und sich im Zweifelsfall beregnen lässt und Konsequenzen daraus zieht und sich eben auch fragt, wo das herkommt und dass das nicht einfach nur Teil davon ist, wie es immer schon war. Trockenstress ist auch so ein Stichwort, von dem man immer mal wieder in den Medien liest. Aber was macht Trockenheit eigentlich mit Bäumen? Und was passiert mit unseren Wäldern, wenn es zunehmend trockener wird? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich jetzt auf nach Tharandt gemacht und bin hier im altehrwürdigen Hauptgebäude der Forstwissenschaften. Hier gibt es auch das Dendrolab und dort bin ich jetzt verabredet mit Marieke van der Maten-Teunissen und ihrem Mann Ernst van der Maten von der Professur für Waldwachstum und Produktion von Holzbiomasse. Was ist das Dendrolab? Ja, das Dendrolab ist das Jaringlabor der Professur für Waldwachstum der TU Dresden. Und wir untersuchen hier das Wachstum von Bäumen anhand von Jaringparametern und datieren zudem Hölzer, undatierte Hölzer. Und in unseren Projekten, die fangen eigentlich immer damit an, dass wir Jaringproben sammeln. Und das können zum einen Stammscheiben sein, wie diese. Das können Bohrkerne sein. Die sehen präpariert so aus, welche wir mit speziellen Zuwachsbohrern lebenden Bäumen entnehmen. Aber wir arbeiten hier auch mit subfossile Hölzer. Das sind Hölzer, die unter sehr feuchten, anaeroben Bedingungen teilweise über Jahrtausende erhalten geblieben sind. Die findet man zum Beispiel in Moorgebieten. Und eine letzte Kategorie von Proben, womit wir arbeiten, ist Holzkohle. Und nach einer entsprechenden Präparation solcher Proben führen wir hier im Labor sämtliche Jaringmessungen durch, von Messungen der Jaringbreite, das machen wir hier mit diesem Atrix-System, bis hin zu Messungen auf zellularer Ebene. Kann man aus Jahresringen den Klimawandel herauslesen? Ja, das kann man ganz gut machen. Man sollte sich das eigentlich auch so vorstellen, wenn die Wuchsbedingungen für einen Baum gut sind, dann bildet ein Baum vergleichsweise breite Jahresringe. Wenn die Wuchsbedingungen schlecht sind, bildet sie schmale Jahresringe. Und man sieht zum Beispiel in Deutschland, wo es seit Anfang der 80er Jahre einen Temperaturanstieg von bereits 1,5 Grad gegeben hat, dass sich die Klimasensitivität des Baumwachstums auch ändert. Und vielerorts sieht man, dass die Bäume viel, viel trockensensitiver werden. Und da können wir auch gerne hier nebenan mal schauen, weil das ist hier ein System, wo wir Jaringbreiten messen. Wir gucken aber auch auf zellularer Ebene, zum Beispiel nach Gefäße, die Wasser im Stamm transportieren. Was macht Trockenheit mit Bäumen? Durch den Wassermangel kann weniger Photosynthese stattfinden. Wenn es jetzt heiße und trockene Bedingungen gibt, dann schließt ein Baum erstmal die Spaltöffnungen in den Blättern, die sogenannten Stomata, um Verdunstung zu verhindern.
Aber wenn die Trockenheit länger anhält, dann wirft der Baum irgendwann auch Blätter ab, aber auch Zweige und Äste, um den Organismus zu entlasten, um also zu verhindern, dass er stirbt. Wenn es jetzt mehr extremere Trockenheiten geben wird, kann es auch vermehrt zu sogenannten Embolien kommen. Normalerweise gibt es einen ununterbrochenen Wasserfluss von den Wurzeln bis in die Krone. Aber unter sehr trockenen Bedingungen kann dieser Wasserfluss reißen. Es entstehen dann Gasbläschen und dadurch kann der Baum das Wasser nicht mehr hoch transportieren. Und wenn das an sehr vielen Stellen passiert, dann kann der Baum ja nicht genügend Wasser mehr hoch in die Krone transportieren und dann stirbt er. Wenn die Witterungsbedingungen jetzt trockener werden, dann sieht man öfters, dass die Gefäße jetzt kleiner werden und das ist ein Schutzmechanismus, dass der Baum ja mehr Druck aushalten kann. Also das Wasser wird ja nach oben transportiert, das geht unter einem immensen Druck und wenn die Gefäße kleiner sind, dann kann mehr Druck ausgehalten werden. Was könnte mit unseren Wäldern in Zukunft passieren, wenn es jetzt noch trockener wird? Ja, die Frage ist schon etwas schwierig zu beantworten. Also wie der Wald sich jetzt ändern wird, also wie der Wald der Zukunft auch aussehen könnte. Es hängt natürlich alles damit zusammen, wie der Klimawandel weiter voranschreiten wird und auch welche Anstrengungen wir machen werden, um den zu verringern. Wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dann könnten die pessimistischen Klimaszenarien bewahrheitet werden. Und für Europa würde das bis Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg um 6 Grad bedeuten. Und das hätte natürlich große Folgen für den Wald, aber auch darüber hinaus. Was wir machen, ist, dass wir von verschiedensten Baumarten die Trockenstresstoleranz quantifizieren, aber auch erforschen, wie die Waldbewirtschaftung zu klimastabilen Wäldern führen kann. Und hier im Dendrolab in Tharandt benutzen wir Jaring-basierte Methoden, um solche Fragen zu bearbeiten. Gut 3 Wochen hat es letztes Jahr in der sächsischen und böhmischen Schweiz gebrannt. Den Rauch konnte man sogar in Dresden noch riechen und sehen. Nehmen Waldbrände insgesamt zu? Welche Ursachen gibt es dafür? Und wie lässt sich die Ausbreitung von Waldbränden frühzeitig stoppen? Darüber rede ich jetzt mit Matthias Forkel von der Juniorprofessur für Umweltfernerkundung. Wo sind wir hier und was macht ihr hier eigentlich? Wir sind hier am Rand vom Tharandter Wald am Landberg. Und wir sind hier auf einer Versuchsfläche, die eigentlich zur Professur für Meteorologie gehört. Und wir haben uns hier sozusagen eingemietet und haben eine Feuerwetterstation aufgebaut. Die Station misst Strahlung, Windgeschwindigkeit und das Besondere, da hinten ist ein Holzstab dran. Da wird kontinuierlich die Holzfeuchte aufgezeichnet. Die Holzfeuchte ist ein wichtiger Indikator dafür, ob Waldbrände auftreten können und wie die sich potenziell verhalten können. Was macht ihr mit den Daten? Eigentlich sind wir ja eine Professur für Umweltfernerkundung. Das heißt, wir schauen uns hauptsächlich die Erde mit Satellitendaten an. Und wir entwickeln zum Beispiel Methoden, um aus diesen Satellitendaten den Feuchtegehalt der Blätter, der Vegetation oder auch der Bodenfeuchte abzuleiten. Und dazu brauchen wir immer Daten vom Boden, um unsere Methoden zu kalibrieren. Welche Ursachen gibt es denn für Waldbrände? Waldbrände haben verschiedene Ursachen. Also man sagt, grundsätzlich braucht man für Waldbrände entsprechende Wetterbedingungen. Es muss heiß und trocken sein. Man braucht Brennmaterialien, die überhaupt brennen können. Und man braucht eine Entzündungsursache. Und diese Entzündungsursachen sind entweder natürlich, Blitzschlag, oder die sind menschenverursacht. In Deutschland sind aber die Hauptursachen dafür wirklich die menschlichen Aktivitäten. Also Blitzschlag spielt so gut wie keine Rolle in Deutschland. Kann man grundsätzlich sagen, dass Waldbrände in den letzten Jahren zugenommen haben hier in Deutschland? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, diese Frage. Waldbrände haben eigentlich seit den 70er Jahren bis Anfang der 90er Jahre in Deutschland abgenommen, rapide. Die 90er und 2000er Jahre, die waren dann relativ ruhig, da gab es relativ wenig Waldbrände in Deutschland, auch kleine Waldbrände. Aber in den letzten 3 Jahren sehen wir doch wieder große Waldbrände in Deutschland, die vergleichbar waren wie mit den Waldbränden Anfang der 90er Jahre. Welche Maßnahmen gibt es denn, um Waldbrände möglichst frühzeitig zu erkennen und dann vielleicht auch eindämmen zu können? Also man
versucht erstmal die Waldbrandgefahr abzuschätzen, was ja auch schon seit vielen Jahren in Deutschland gemacht wird mit den Waldbrandwarnstufen. Da berechnet zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst aus Temperatur, Strahlung und Luftfeuchtigkeit, wie trocken ist die Streumaterial und schätzt damit ab, was ist die möglicherweise Waldbrandgefahr. Diese Ansätze vom Deutschen Wetterdienst, die kann man verbessern. Deshalb sind wir unter anderem auch hier, weil wir messen das jetzt mit Messdaten, die wir nutzen, um solche Ansätze zu verbessern. Und zusätzlich kann man noch kartieren, welcher Vegetationsbewuchs herrscht überhaupt vor. Jetzt sind wir hier in dem Buchenwald. Der ist eigentlich für einen Waldbrand ziemlich unrelevant. Buchenwälder brennen in der Regel nicht. Kiefernwälder sind die Wälder in Deutschland, wo es am meisten brennt. Das heißt, wenn man einmal kartiert, welche Waldtypen kommen vor, Laubwald, Nadelwald, verschiedene Baumarten, dann hat man schon mal eine Idee, wo ist die Waldbrandgefahr größer. Und wenn man das kombiniert mit den Wetterdaten, kann man zum Beispiel abschätzen, an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Gebiet hat man eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Weltweit, in anderen Ländern sind eher Satellitensysteme dann relevant. Da gibt es zum Beispiel das europäische Waldbrandinformationssystem, wo tagesaktuell Satellitendaten reingehen und man sehen kann, wo wurde gerade aktiv ein Waldbrand detektiert von Satellitendaten. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Waldbrände schon eine bestimmte Größe haben. Und wenn die Waldbrände so groß sind, dass man sie aus Satelliten detektieren kann, ist es eigentlich für deutsche Verhältnisse schon ein großer Waldbrand. Da weiß man auch, dass es den schon gab. Ich habe gelesen, dass du auch forderst, dass die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene auf dem Gebiet besser werden sollte. Was konkret muss da besser werden oder sollte da besser werden? Das sind verschiedene Aspekte. Einmal schon der Waldbrandgefahrenindex. Da hat Deutschland seinen eigenen, den Waldbrandindex. Und zum Beispiel in Tschechien wird dieser kanadische Index, der Fire-Weather-Index, verwendet. Und man sieht zum Beispiel in den Grenzräumen an einem Tag, in Tschechien hat man Stufe 3, in Deutschland hat man Stufe 5. Würde bedeuten, in Deutschland wird der Wald gesperrt, in Tschechien aber noch nicht. Das hat wenig Sinn, weil das Wetter ist beiderseits der Grenze das gleiche und der Waldbrand kann halt von der einen Seite auf die andere wandern, wie wir es ja auch letztes Jahr gesehen haben. Also da sollte es erstmal zu einer Vereinheitlichung kommen in Europa, wie man diese Waldbrandgefahr überhaupt quantifiziert. Und dann im Fall eines Waldbrandes im Einsatz sind das so ganz banale Dinge. Wie können die Feuerwehren in Tschechien und in Deutschland miteinander kommunizieren? Was sind die Kommunikationswege? Da gab es auch offensichtlich Probleme zwischen Brandenburg und Sachsen, weil unterschiedliche Funklizenzen von den Feuerwehren genutzt werden. Und das sind so technische Dinge, die wirklich grenzüberschreitend innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Europas verbessert werden müssen. Auch Schädlinge, die durch veränderte Klimabedingungen leichteres Spiel haben, bedrohen den Wald. Bilder aus dem Harz, wo es riesige Flächen ausschließlich mit abgestorbenen Fichten gibt, wirken beinahe surreal. Warum es zu dieser Massenvermehrung an Borkenkäfern gekommen ist und welche Maßnahmen helfen können, Wälder gegen Schädlinge zu schützen, darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Professur für Waldschutz, Michael Müller, hier im Tharanter Wald. Welche Schädlinge schädigen den Wald denn aktuell am stärksten? Wir sind hier im Wald von Fichte vornehmlich. Dort haben wir also mit den Borkenkäfern verschiedenste Arten. Und davon ist der große Buchdrucker, der den Bäumen bei Vorschädigung am stärksten zusetzen kann. Wie ist es denn über die letzten Jahre zu dieser Massenvermehrung an Borkenkäfern gekommen? Was war der Auslöser? Also bei den Borkenkäferarten ist es so, dass sie von der schlechten Vitalität der Wirtsbäume profitieren. Das heißt, wenn es den Bäumen schlecht geht, dann können sie relativ gut besiedelt werden und die Borkenkäferarten können sich daran besser entwickeln. Und in den vergangenen Jahren gab es mehrere solcher Ereignisse. Typischerweise sind Sturmschäden, also wenn Bäume abgebrochen werden, umfallen, dann ist das ja ein Absterbeprozess und das nutzen dann die Borkenkäferarten. Und jetzt seit 2017 hatten wir ja vor allem auch Dürreereignisse, sodass der Wassermangel in den Bäumen führt dazu, dass sie sich nicht so gut wehren können. Und dann sind sie besiedlungsfähig für diese Borkenkäfer, die normalerweise von gesunden Bäumen abgewehrt werden. Das heißt, dadurch, dass es so trocken ist, können diese Mechanismen, die normalerweise Borkenkäfer abwehren, nicht mehr aufrechterhalten. So ist es. Ne? Das ist also dann eine Frage auch des Harzungsvermögens der Bäume und auch der Lebensprozesse, die geschwächt sind. Und dadurch werden sie empfindlich. Und welche Maßnahmen kann man jetzt ergreifen, um Schädlinge einzudämmen? Sie können bei einer solchen Situation gegen den Befall an den Bäumen nichts machen. Ja, wir können ja nicht die Bäume gießen im Wald, das macht man vielleicht im Garten, aber im Wald geht das nicht. Sodass wir eigentlich ein Monitoring aufbauen, um möglichst schnell zu erkennen, wenn Bäume erkrankt sind oder befallen sind, um diese dann schnellstmöglich zu entnehmen und damit auch die darin befindlichen Insekten. Aber wir versuchen viele naturnahe Dinge,
Das heißt, wir versuchen natürlich einen Waldumbau. Das heißt, wir machen seit über 30 Jahren Waldumbau. Das kann man gerade hier auch im Tharanter Wald hervorragend sehen, wie weit der fortgeschritten ist. Und damit würden Wälder entstehen, die etwas widerstandsfähiger sind. Sie sind an einem Forschungsprojekt beteiligt, wo das Ziel ist, am Ende künstliche Intelligenz zur Detektion von Schädlingen einzusetzen. Wie soll das funktionieren? Was ist da das Also im Ziel? Grunde haben wir zwei Projekte. Das eine sagt also aus statistischen Daten und Erhebungen und Umweltdaten voraus Vermehrungen von blattfressenden Insekten und nadelfressenden Insekten. Und das andere ist das, wo wir die künstliche Intelligenz als Instrument brauchen, um also bestimmte Duftstoffe einordnen zu können. Wir träumen also ein bisschen davon, die Duftstoffe, die die Insekten abgeben, und die nutzen wir ja beispielsweise heute schon in Borkenkäferfallen oder in Schmetterlingsfallen, ne, um da Insekten anzulocken. Wenn wir aber diese Duftstoffe direkt detektieren könnten, dann könnten wir auch die Organismen direkt feststellen. Bei den Borkenkäfern, da fällt das Bohrmehl runter, und bei einem befallenen Baum erkennt man eben daran, dass Bohrmehl am Stammfuß liegt. Nun ist das bei gutem Wetter gut zu sehen, aber es wäre natürlich viel besser, wenn wir das auch direkt riechen könnten. Und die Stoffe kennen wir eigentlich. Also wir wollen zuerst mal diese Detektion hinbekommen. Und nun ist diese Duftstoffwolke, wenn man so will, oder diese Duftstoffe sind ja chemische Komponenten, eingebettet in eine Vielfalt an Düften aus der Umwelt. Und das ist an jeder Stelle im Wald anders. Und nun können wir nicht jede Stelle im Wald erforschen und dem Computer sagen, so duftet es da und dann riecht das andere so. Sondern wir brauchen also ein Instrument, was versucht, also diese Komponenten, die wir kennen, einzuordnen in eine unbekannte Umwelt. Und das ist eben etwas, was mit Instrumenten der künstlichen Intelligenz dann also erzeugt werden kann. Kann man einen Ausblick geben, wie sich die Population von Schädlingen in den nächsten Jahren entwickeln wird? Also Borkenkäfer-Massenvermehrung, das ist leider eine schlechte Nachricht, enden da, wo der Wald zu Ende ist. Oder die Wälder sich wieder so stabilisieren durch entsprechende gute Umweltverhältnisse, dass sie eben die Käfer abwehren können. Also insofern gehen wir davon aus, dass also in den Fichtenwäldern sich das fortsetzen wird mit der Ausbreitung oder mit den Schädigungen der Bäume. Wir müssen das mit einem Tempo von Waldumbau puffern. Aber wir müssen eben auch hinterher sein, dass wir die befallenen Bäume entnehmen, der Nutzung zuführen. Das ist ja ein großes Vermögen. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel Vermögen dort angereichert in den Wäldern, dass wir das auch wirklich einer wirtschaftlichen Nutzung zuführen. Und gleichzeitig müssen wir uns bei anderen Organismen, von denen wir wissen, dass sie kommen werden oder schon da sind, sich rasant entwickeln, Vorbeugungen dahingehend treffen, dass das möglichst nicht zum Ausufern kommt. Wir sagen also, wir passen an, indem wir also Anpassungsfähigkeit der Wälder erzeugen. Das machen wir zusammen mit anderen Waldwissenschaften, dem Waldbau, der Waldnutzung, wir mit dem Waldschutz, dass wir möglichst solche Bestandesstrukturen schaffen, die entweder widerstandsfähiger sind oder eben auch einen Schadfaktor ausgleichen können, indem andere Bäume eben die Rolle übernehmen derjenigen, die dann ausfallen. Ein besseres Monitoring und eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene kann dafür sorgen, dass wir Waldbrände früher entdecken. Literatur über Wälder sorgt für ein höheres Bewusstsein für Umweltschutz. Und in Zukunft könnten wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz Schädlinge wie den Borkenkäfer frühzeitig erkennen und entdecken. An der TU Dresden und insbesondere in Tharand wird daran geforscht, den Wald fit für die Zukunft zu machen. Unter anderem hier im Nordamerika-Teil des Forstbotanischen Gartens, wo untersucht wird, ob Bäume anderer Regionen der Welt eventuell besser mit den klimatischen Veränderungen klarkommen. Dazu haben wir übrigens eine kurze Frage veröffentlicht auf unserem Kanal. Das Video findet ihr hier über das i und einen kleinen Ausschnitt seht ihr jetzt. Die Frage nach Chancen und Risiken nicht heimischer oder gebietseigener Gehölze beschäftigt derzeit sehr viele. Wir hier in Tharand haben mit dem sogenannten Forstpark Tharand ein sehr großes Projekt vor 20 Jahren gestartet, wo wir uns der nordamerikanischen Gehölzflora widmen. Im Forst schauen wir natürlich auch nach wuchskräftigen Baumarten. Eine der Arten, die da schon lange erprobt sind und auch gute Ergebnisse zeigen, ist beispielsweise die Douglasie, da sie doch etwas robuster gegenüber Trockenheit sind als die heimische und viel angebaute Fichte. Das war's mit dieser Folge der Guten Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug gesehen habt, dann findet ihr hier oben die letzte Folge der Guten Frage zum Thema Altern und da unten noch ein weiteres Video von unserem Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.